Auch wir werden in den nächsten Tagen Richtung Spanien starten. Unser Gespann steht hier schon auf dem Hof und ich möchte heute kurz berichten, etwa wie wir fahren. Das ist nichts Besonderes, nichts Neues, aber ich möchte auch einige Details zu unserem Gespann sagen. Da gab es viele Fragen, ich bekomme jede Menge E-Mails dazu und immer wieder Fragen. Hier kann ich die eine oder andere Frage vielleicht beantworten. Herzlich willkommen zu dieser Reportage. Das mit der Reportage, das habe ich ganz bewusst gesagt, weil sich das einige gewünscht haben, haben gesagt, sag doch mal wieder Reportage, habe ich jetzt gemacht. Danke für den Hinweis. Jetzt fangen wir auch mal an mit einer Geschichte, die es auch schon länger gibt und die auch schon viele wissen oder kennen. Und das ist hier diese Warntafeln, die man haben muss für Frankreich, wenn man Frankreich durchfährt. Ich habe mir welche selber hergestellt, also diese Aufkleber habe ich gekauft, habe mir die auf 3 mm Kunststoff geklebt, die ich selber ausgeschnitten habe und habe Saugnäpfe dran befestigt und mit Saugnäpfe werden sie dann hier ans Mobil geklebt und ich kann das immer wieder abnehmen. Also wenn ich dann Frankreich verlassen habe, nehme ich diese Schilder wieder ab. Es gibt die inzwischen aber auch noch in einer Form, dass man die Folie wieder abziehen kann und wieder benutzen kann. Muss man mal im Internet schauen, was da gibt. Ich habe diese nun einmal angefertigt und nutze diese jetzt. Muss man 3 Stück vorher haben, auf jeder Seite rechts und links, etwa in diesen Maßen, wie ich sie jetzt hier angeklebt habe. Und hinten an der Rückfront auch, zeige ich gleich nochmal. Wenn man mit einem Anhänger fährt, dann muss man auch einige Dinge beachten. Das möchte ich euch jetzt mal am Anhänger zeigen. So sieht unser Anhänger von hinten aus. Das ist wichtig für alle Fahrzeuge über 12 Meter Länge. Die brauchen diese Warntafeln. Die muss man jeweils 2 Stück oder ja genau, jeweils 2 Stück müssen da dran sein. Ich habe sie einfach so befestigt, festgeschraubt. Hier bei mir war das anders nicht möglich. Aber wer so eine Bordwand hinten hat und da Platz hat, kann sie auch auf die Bordwand kleben. Das ist natürlich auch gut. Dann habe ich hier, ich weiß nicht, ob das so sein muss, habe ich mir diese Warntafel für Frankreich hier auch nochmal hingeklebt. Es ist so, ich habe gelesen, an Fahrzeugen, wo es nicht möglich ist, diese Warnschilder anzubringen, muss man es nicht machen. Aber ich habe einfach gedacht, zeige guten Willen und klebe diese Tafel hier oder diesen Aufkleber hier dran. Und mal schauen. Ich habe so einen auch hinten am Wohnmobil dran. Da muss er natürlich dran. Auch das muss man wissen. Wir haben ja früher das Abreißseil einfach über den Kugelkopf der Anhängerkupplung gelegt und gut war's. Das ist in einigen Ländern nicht mehr erlaubt. Man muss heute so einen Haken extra dran haben. Also bei neueren Fahrzeugen sind die serienmäßig dabei oder Anhängerkupplungen. Bei mir war das noch nicht der Fall. Da gibt es dann so ein Zubehörteil, das kann man an die Anhängerkupplung schrauben und dort dann dort ist ein Haken dran und man kann dann das Abreißseil dort einklinken und das soll dann besser sein. Ist wahrscheinlich auch besser. Okay, das nur mal so als Hinweis, wird oft auch vergessen. Gerade bei älteren Fahrzeugen ist das nicht dran und dann könnte man bestraft werden, wenn man angehalten wird. Jetzt noch zu Fragen mehr allgemeiner Natur. Diese Fragen, die kommen bei mir immer wieder an. Und zwar geht es dann um Krankenkasse. Wie seid ihr versichert? Wir sind ganz normal krankenversichert. Ich bin privat versichert, Rita ist gesetzlich versichert. Und wir haben keine Zusatzkrankenkasse für Auslandsreisen oder auch für längere Auslandsreisen. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir krank waren, in diesem Fall war Marita, hat sich das Handgelenk vor 2 Jahren gebrochen und wir mussten in Italien, musste sie ins Krankenhaus und das Ganze musste da in Gips gelegt werden und so weiter. Und das wurde alles von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Wir haben ganz kleine Beträge, es ging irgendwo nachher um 20, 30 Euro, die mussten wir aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Alles andere hat die Krankenkasse übernommen und lief ganz normal alles ab. Wir haben diese Karte, die man dort von seiner Krankenkasse erhält, die haben wir genutzt und alles war gut. Jetzt zum Thema Medikamente vielleicht noch. Wir brauchen nicht sehr viel Medikamente. Ich brauche Blutdrucktabletten. Die lassen wir uns hier verschreiben von unserem Arzt, nehmen eine größere Menge mit nach Spanien, wenn wir dann eben länger dort sind.
um damit versorgt zu sein. Rita hat auch 2 Medikamente, die sie nehmen muss, mit Schilddrüse war, glaube ich, was. Und die kriegt sie auch in größerer Anzahl verschrieben, sodass wir dann dort ausreichend Medikamente haben. Wir haben in Spanien auch Medikamente so ohne Verschreibung bekommen in der Apotheke. Ich weiß nicht, das wird nicht für alles, wird für Antibiotika wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber es gibt eben Medikamente, die Erfahrung haben wir gemacht, die man ohne weiteres dort kaufen kann in der Apotheke, ohne ein Rezept zu haben. Zu unserer Route kann ich nur Folgendes sagen. Wir werden die ganz normale Route fahren, wir werden die Autobahn nutzen. Wir fahren schon sehr lange, mehr als 30 Jahre nach Spanien und kennen viele Nebenstrecken und müssen nicht noch da eine Nebenstrecke fahren, sondern fahren gerne die Autobahn, fährt sich dann sehr gut mit einem Gespann und müssen natürlich dann Maut bezahlen. Wir werden die Route nehmen über Lyon, Richtung Mittelmeer dann. Und es wird dann etwa 200 € Maut kosten, das Ganze. Gut, das planen wir in unsere Urlaubskasse ein und müssen dann damit leben. Viele werden es wissen, in Spanien ist größtenteils die Maut im Moment abgeschafft. Ob da nochmal wieder was kommt, weiß man nicht. Also da muss man sich im Moment keinen großen Kopf machen, was die Maut dort betrifft. Die Strecken, die wir dort fahren oder am Mittelmeer entlang, sind größtenteils ohne Maut. Das kann vielleicht nochmal irgendeine Strecke sein, wo man vielleicht mal 10, 20 € Maut bezahlen muss, aber das ist eher die Ausnahme. Wir fahren ja mit der Mautbox von Tolltickets. Die haben wir ja schon einige Jahre, funktioniert einwandfrei, funktioniert gut. Und dadurch können wir in der Mautstelle oder können durch die Mautstelle durchfahren, brauchen nicht anhalten, kein Ticket ziehen. Und auch bei der Bezahlung können wir so durchfahren. Hat sich für uns als gut erwiesen, kostet Geld das Ganze, überhaupt keine Frage. Ich glaube, es sind 7% kommt noch auf die Maut drauf, wenn man mit dieser Box fährt. Wir haben nicht reserviert, haben wir noch nie gemacht. Wir fahren jetzt einfach so drauf los, wir werden mal schauen, wo wir nachher unterkommen. Wir werden auch nicht nur an einem Platz bleiben, das heißt, wir werden ja über Monate da bleiben. Erstmalig werden wir auch diesmal wahrscheinlich Weihnachten und Silvester in Spanien verbringen und wenn es gut läuft, erst im März, April nach Hause gefahren. Also reserviert haben wir nicht, wir müssen mal gucken, wo wir dann Plätze finden, aber wir machen das dann so, wir nehmen dann vielleicht mal nicht so attraktive Plätze, fahren dort erst hin, bleiben dort einige Zeit und schreiben dann E-Mail an andere Plätze, wo wir gerne hinfahren wollen und häufig haben wir dann irgendwo dadurch einen Platz bekommen, da muss man mal ein bisschen gelassen bleiben. Ist natürlich was anderes, wenn man nur 3 Wochen Zeit hat, Urlaub machen möchte, dann kann man das nicht so machen, dann muss man reservieren. Gerade in der heutigen Zeit, wir wissen das alle, überall sind die Plätze voll. Das wird auch in diesem Winter besonders stark in Spanien so sein. Aus der Erfahrung weiß ich das und viele haben Nachholbedarf aufgrund von Corona und fahren jetzt doch alle wieder los und die Plätze sind voll. Ja, vielleicht das noch zum Thema Gas. Da kommen auch immer wieder Fragen. Ich habe mir vor Jahren in Spanien eine spanische Propangasflasche gekauft. Preiswert, ich glaube damals 15, 20 € habe ich dafür bezahlt. Die tausche ich immer und habe aber zusätzlich noch einen Gastank. Das heißt, wenn wir losfahren, ich habe jetzt eine volle spanische Flasche, dann nutzen wir diese spanische Flasche. Und wenn wir dann in Spanien sind und die Flasche ist leer, kann ich sie tauschen und zur Übergang kann ich dann immer den Tank nutzen. Falls ich da dann kein Gas mehr habe in der Flasche, nutze ich dann den Tank. Das hat immer gut funktioniert. Ich könnte auch rein theoretisch nur mit dem Gastank arbeiten, aber ich verbrenne lieber Propangas als LPG-Gas. LPG-Gas ist immer 50-50 etwa, jedenfalls Propan und Butan. Und das verbrennt nach meiner Meinung nicht so ganz sauber wie Propan, reines Propan. Das ist so jetzt meine Philosophie. Ob das nun wirklich alles so richtig ist, weiß ich nicht. Aber so machen wir es und wir sind ja bisher immer gut mitgefahren. Zur Gasflasche, für spanischen Gasflasche nochmal Folgendes. Kommen auch immer wieder Fragen, wo bekomme ich eine? Es gibt Campingplätze, dort kann man eine kaufen, dort kann man eine leihen. Wo es jetzt genau immer überall so ist, weiß ich nicht, aber da muss man sich dann erkundigen. Wichtig ist, dass man einen Adapter hat, bekommt man hier im Internet, muss man einfach mal googeln. Gibt auch die Gasfachfrau, heißt sie, glaube ich, die sowas vertreibt und verkauft. Da muss man sich dann mal eben schlau machen im Internet und sich die entsprechenden Adapter besorgen, damit man dann so eine Flasche anschließen kann.
Für alle, die sich interessieren, wo wir gerade fahren oder wo wir gerade sind und welche Route wir nehmen und so weiter, der findet uns bei Polar Steps. Also der kann dort sehen, ich habe das schon mehrfach erklärt, dass man immer aktuell sehen kann, wo wir sind. Denn wir hängen natürlich mit den Videos meistens immer etwas hinterher. Ich werde jetzt versuchen, in diesem Fall so spontane Videos zu erstellen. Das heißt, mich einfach mit der Kamera irgendwo hinzustellen und kurz erklären, wo wir gerade sind und wie es dort aussieht und so weiter und so fort, um das dann relativ schnell hochzuladen, um dann auch ein bisschen aktueller mit meinen Videos zu sein. Das waren so ein paar Informationen zu unserer Spanienreise, bevor wir jetzt hier starten. Und ein paar Tipps vielleicht für euch, wo man dran denken muss. Es gibt natürlich vieles mehr. Das kann ich gar nicht alles hier aufzählen, woran man noch denken muss. Aber da kann man sich ja vielleicht zu Hause auch hinsetzen und sich selber ein paar Notizen machen und aufschreiben, was man nicht vergessen sollte. Wir vergessen manchmal auch noch was, aber gut, das meiste haben wir dabei. Und was wir nicht dabei haben, kaufen wir uns dann unterwegs. Ich würde mich auch freuen, wenn ich viele von euch treffe, die hier immer bei mir in diesem Kanal immer zuschauen. Sprecht uns ruhig an, wir haben da kein Problem mit, wenn man uns anspricht. Und wer Fragen hat, darf auch gerne fragen. Wenn ihr uns schreibt, dann schreibt bitte nicht über den Messenger, Facebook Messenger. Nicht darüber schreiben, da kommt viel Müll an. Das kann ich gar nicht alles übersehen, was da alles ankommt. Deshalb ist es am besten, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Ich blende die jetzt hier nochmal ein. Wenn ihr eine E-Mail schreibt, dann kann ich euch dann beantworte ich auch eure Fragen, soweit es möglich ist und ich darüber was weiß, was ihr da fragt. Ja, das war es im Großen und Ganzen, was ich sagen wollte. Wir werden in den nächsten Tagen starten. Es wird noch 2-3 Tage dauern, bis wir hier vom Hof fahren. Aber die Vorbereitungen sind erledigt. Ja, das war's. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.